doors you may find in these dark spaces have hard to see them through. There are no premature endings. There are no wrong decisions. There are only fresh perspectives and new beginnings. This is a love story. Das ist schon mal interessante Texte. Kapitel 1: Der Held und die Prinzessin. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Okay, wir sind auf einem Weg zu einer Hütte, Kerker, das heißt eine Prinzessin. Wir sind hier, um sie zu töten. Und wenn wir es nicht machen, wird das Ende der Welt bedeuten. The end of the world, what you're talking about. Das Ende der Welt, wo du sprichst, was sagst du? Have you considered that maybe the relationship is going to end is because she's locked up? Hast du darüber nachgedacht, dass der einzige Grund, warum sie das Ende der Welt herbeiwünscht, ist, weil sie eingesperrt ist? Eine Prinzessin töten scheint böse zu sein, oder? Kann ich irgendwas sonst was machen? Vergiss es, ich tue es, mach's nicht. Hast du vielleicht auch nachgedacht, dass ich damit einverstanden bin, dass das die Welt beendet wird? Ich will eine Belohnung dafür, dass ich es tue. Okay, danke, dass du jetzt was zu machen habe. Süß. Ich wollte schon mal das Leben eines Monarchen beenden. Es lebe die Revolution. Silently continue, also ohne ein Wort zu sagen. Weitergehen oder turn around and leave. Umdrehen, abhauen. I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Okay, du sprichst darüber, dass das Ende aller bedeutet, das, was wir kennen. Keine Vögel, keine Bäume und wahrscheinlich auch keine Menschen mehr. Du hast dir ein Ende zu bereiten. Wie kann eine Prinzessin, die im Keller weggesperrt ist, diese Welt bedeuten? Don't linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. Gib dich nicht den Nebensächlichkeiten ab, den Feinheiten. Du hast einen Job zu erledigen. Geh einfach rein und mach was zu machen ist. Wir zählen alle auf dich.
Gibt es einen Beweis? Das ist absichtlich. Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Schau, du bist schon auf dem Pfad, der in die Hütte führt. Warum solltest du hier sein, wenn es nicht richtig die Aufgabe wäre? Du hast es so weit gemacht, also kannst du auch durch die restlichen Schritte gehen. Does it? Are you a monarchist? Is slaying a princess that much worse than slaying a fisherman or a miller or a seamstress? If anything, slaying a princess is much better than slaying a seamstress. Seamstresses contribute something of value to society. Ist es wirklich schlimmer? Bist du ein Monarch? Ist das Töten einer Prinzessin so viel schlimmer als das Töten eines Anglers oder eines Müllers oder einer Lehrerin? Wenn, dann ist das Töten einer Prinzessin viel besser als das Töten einer Lehrerin. Zu sagen, etwas vom Wert der Gesellschaft bei. Oh, if only that were the case, but I don't make the rules. Ja, wenn es so wäre, aber ich mich I have to say, I'm surprised at your reluctance thus far, but unfortunately for the both of us, you're the only one who can pull this off. Ich bin überrascht über deinen Widerstand, aber glücklicherweise für uns beide ist es der Einzige, der das durchziehen kann. Like I said, I don't make the rules, Wie no matter how much I wish you did. So sehr ich mir auch wünschen würde, das zu können. Of course I haven't. Why would I even consider that? Nobody wants the world to end. Warum sollte natürlich habe ich wirklich darüber nachgedacht, ob du das fein ist, dass die Welt beendet wird. Warum sollte das überhaupt in Betracht ziehen? Niemand will, dass die Welt I mean, endet. maybe some people do, like nihilists or very, very evil people, but surely you're not one of those. Ich meine, vielleicht wollen einige Leute, dass die Welt endet, wie Listen oder sehr, sehr böse Leute. Aber sicherlich bist du keiner von diesen, oder? Yes, but you'll have to slay her before you get it. Ich bin nur für ja, aber du musst sie erstmal töten, bevor du sie kriegst. It's a secret, but I think you'll like it. It's a special reward, just for you. And whatever you think it might be, I can promise you it's going to be even better than your wildest imagination. Also welche Belohnung kriege ich dafür, dass ich sie umbringe? Das ist ein Geheimnis, aber ich denke, du wirst sie mögen. Es ist eine spezielle Belohnung, nur für dich. Und egal was du denkst, was es sein könnte, ich kann dir versprechen, es wird besser sein als in deinen wildesten Vorstellungen. Also, schau, ich werde zu dir gehen, ich werde zu dir reden und wenn sie wirklich so ist, wie du sagst, dann vielleicht töte ich sie. Aber ich werde mich nicht darauf festlegen, irgendwas zu tun, bis ich die Chance habe, sie zu treffen, face to face. I guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies.
and the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Dann vermute ich, muss es wohl sein, wir werden sehen, was passiert. Aber ein Wort der Warnung. Wenn du vorbereitet reingehst, um mir zuzuhören, können sie dich leicht in ihr Netz von Lügen verstricken und je mehr du zuhörst, je mehr du ihren honig süßen Worten zuhörst, desto schwerer wird es sein, dich selbst herauszuziehen. Then each and every one of us is doomed. Dann ist jeder einzelne von uns verflucht. So sure, go, talk to her. Also See how that turns out for all of us. Also okay, sprich mit dir. Schau, wie sich das alles für uns ausstellt. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Du gehst den kurzen Weg zur Hütte hinauf und findest die Prinzessin in beleuchtete Holzhütte. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Wir ziehen das nicht durch, sicher? Oder richtig? Sie ist die Prinzessin. Wir sind... Von uns wird erwartet, dass wir die Prinzessin retten und sie nicht töten. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Ignoriere ihn. Er weiß nicht, wovon er spricht. Also dann gehen wir weiter. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Das Innere der Kabine der Hütte ist fast komplett leer. Die Luft ist abgestanden und stickig und der Boden und die Wände sind mit einer dünnen Schicht von Staub überzogen. Das einzige Möbelstück von Bedeutung ist ein Tisch, ein Holztisch, auf dem ein Dolch liegt. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Der Dolch ist notwendig, das durchzuziehen. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Du nimmst die Klinge vom Tisch, denn es wäre schwer, die Prinzessin zu erstechen und die Welt zu retten ohne es. Enter the basement. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Die Tür zum Keller knackt beim Öffnen und gibt den Blick auf eine schwach beleuchtete Treppenstufen frei, beleuchtet durch ein ungesehenes Licht im Raum darunter. Es ist ein bedrückender Platz, bedrückender Ort. Die Luft fühlt sich schwer und dampfig an. Ein Hauch von Verwesung kommt von dem alten Holz. Wenn die Prinzessin wirklich hier lebt, das ist eine gefallene Intonation. Her voice carries up the stairs. Ihre Stimme trägt die Stufen hochgetragen. Who's there? Wer ist da? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Es ist so, als wäre sie die Verantwortung trägt.
Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Lass dich nicht verirren. Das ist alles Teil der Manipulation. Hi, just checking on you. Hey, I think I'm here to kill you. Just checking in on you. Wollte nur mal vorbeischauen bei dir. Oh, it's been so long since anyone's come down here. I was starting to think they'd forgotten about me. Oh, es ist so lange her, seit jemand bei mir vorbeigekommen ist. Ich habe schon gedacht, dass sie mich vergessen haben. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Läufst die Treppe herunter und stellst Augenkontakt mit der Prinzessin her. Es ist eine schwere Kette um ihr Gelenk, dem sie an die entfernte Maus des Kellers gefesselt ist. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Sie ist so wundervoll, sie ist wirklich eine Bedrohung für die Welt. Focus on the task at hand. Kümmere dich um deine Aufgabe. And there you are. Are you here to kill me or something? Und da bist du. Ist es hier, um mich zu töten oder irgendwas? I have decided that I just here to talk. Still learn some step forward. Okay, ja, du hast mich erwischt. Ich bin hier, dich zu töten. That isn't a good idea. Das ist keine gute Just Idee. drop the knife, and maybe the two of us can talk things out. Vielleicht können wir zwei Sachen diskutieren. She's right, we shouldn't. We should just drop the blade. Sie ist recht, das sollten sie nicht töten. Wir sollten einfach die Klinge wegwerfen. Don't you dare. Denk nicht nur daran. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster. Killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Es ist okay, wir können immer noch im Nachhinein entscheiden, was wir machen, nachdem wir mit ihr gesprochen haben. Vielleicht ist sie wirklich ein Monster, aber jemanden einfach so zu töten ist nicht unbedingt das, was wir tun sollten. You ignore the trembling in your hands and tighten your grip on the blade. You poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. Deine Hände zittern. Bist du verängstigt vor mir? Weil du solltest es sein. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Du trittst vor, den Griff der Klinge in die Klinge fest zu drücken, während du dich selbst stößt. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? Oh, keine Unterhaltung? Okay. Weshalb denkst du, dass du überhaupt nicht töten kannst? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Ich bin sicher nicht der Grund, dass diese Kerl in der Kette festgefesselt. Und wenn dieses Schwert die einzige Waffe ist, die du dabei hast, dann musst du nah genug kommen, um sie zu benutzen. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Du solltest die Waffe fallen lassen. Und nicht riskieren, herauszufinden, zu was ich fähig bin. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Sie ist unbewaffnet. Wenn du jetzt zögerst, wird es zu spät sein. Beende es. Na dann probieren wir es. You lunge forward without a moment's hesitation.
Stimmst nach vorne, ohne einen Moment zu zögern. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Du fühlst das Fleisch ohne Probleme nachgibt und schaust nach unten und siehst das Schwert über die Klinge direkt tief in ihr Herz vordringt. Oh, Oh, this is it, isn't it? das war's dann. Ist es nicht? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder. Ich bin fast überrascht. Erschreckt sie dann ich hätte es kommen sehen sollen. Aber ich Do würde you actually believe this was enough to kill me? denkst du wirklich, das war genug, um mich umzubringen? It's like she's convinced she can't die. Es hört sich an, als wäre sie überzeugt, dass sie nicht sterben kann. Yes, even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. Ja, selbst wenn sie hier liegt, glaubt sie daran, dass sie am Leben bleiben wird und es ihr gut But it's geht. over, isn't it? She stopped breathing moments ago, that arrogant look still plastered on her face. Aber es ist vorbei, ist es nicht? Sie hat aufgehört zu atmen vor ein paar Momenten. Und mit diesem arroganten Blick immer noch in ihrem Gesicht festgefroren. But is it over? Really over? Aber ist es vorbei? Wirklich vorbei? Of course it is. She's dead. Of course not so easy. I'm not sure. I feel like she has to have some kind of trick up her sleeve. Natürlich ist es tot. Yes, exactly. Ja. It's over. Genau, es ist vorbei. With your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Mit der Arbeit erledigt, gehst du die Treppe wieder oben und schließt die Tür hinter dir. Why do I feel like we've done something terrible? Warum fühle ich mich so, als hätten wir etwas Schlimmes getan? You did kill someone. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience. Du hast jemanden umgebracht. Für das große Gute oder nicht. Irgendwas, was wäre falsch mit dir, wenn du nicht zumindest ein bisschen schlecht fühlen würdest. Aber es war für das große Ganze. Eines Tages wird es sich absetzen und helfen, dass dein Schuldgefühl verblasst. But that day isn't today. Let's just get out of here. Aber das Tag ist nicht heute. Lass uns hier rausgehen. Verlassen. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Du öffnest die Tür der Hütte, bereit, eine Welt zurückzukehren, die vor ihrem sicheren Untergang bewahrt wurde. Only a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far away. Nur, dass die Welt, die vor dem sicheren Untergang gerettet wurde, nicht das ist, was du findest. Stattdessen findest du überhaupt nichts. Wo vorher der Wald stand, vorhin noch der Wald stand, das Einzige vor dir nun die unendliche Leere eines riesigen Platzes. What happened? Was passierte? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Don't worry. You'll be safe here. Es geht This is good. Everyone is happy. You'll be happy. Es ist nur so, dass die Hütte weit weg von allen anderen ist. Aber mach dir keine Sorgen. Du wirst sicher sein. Es ist gut. Jeder ist glücklich. Du wirst glücklich sein.
Warte, das ist mein Preis. Das ist klasse, danke dir. Das ist mein Preis. Das ist Mist. Das ist Mist, lass mich hier raus. Oh, okay. I was kind of hoping. Ich habe gehofft, dass ich ein besseres Ende bekomme, dafür, dass ich die Welt rette. Danke dir für den Preis. Der ist großartig. I'm just happy that you're happy. I knew you'd like it. Bin glücklich, dass du glücklich bist. Ich wusste, dass es dir gefallen wird. This is what's best for everyone. Trust me. Das ist das Beste für alle. Vertraue mir. Time passes. You can't be sure if it's days or months or years or even decades. It's all a wonderful, boring blur. You've never been happier. Die Zeit zieht vorbei. Du weißt nicht, ob es Tage, Monate, Jahre oder sogar vielleicht Jahrzehnte sind, die vorbeigehen. Aber es ist ein wundervoller, langweiliger Nebel. Du warst nie glücklicher. Psst. Hey, we're not just gonna stay here forever, right? Hey, wir bleiben nicht für immer, richtig? Natürlich bleiben wir hier. Gefällt mir hier. Really? Well, if you ever change your mind, just let me know, I guess. Wirklich? Wenn du irgendwann jemals deine Überlegungen veränderst, lass es mich wissen. More happy time passes, though the word begins to lose its meaning. Time, that is, not happy. Happy still has plenty of meaning. Noch mehr glückliche Zeit vergeht, weil das Wort mit der Zeit die Bedeutung verliert. Das Wort Zeit, nicht das Wort glücklich. Glücklich hat immer noch eine Großzahl an Meinungen. Please, shake yourself out of it. We have to get out of here. Bitte schüttel das ab, wir müssen hier rauskommen. The little voices, please, fall on deaf ears. Die Bitten, das Flehen der kleinen Stimme fallen auf taube Ohren. Eventually you pass into a blissful state of pure existence. Though words like eventually and pass ceased to have any meaning to you long before that shift, you simply exist. Happy. Forever. Du wechselst in einen Status von purer Existenz. Obwohl Worte wie eventuell und Pass übergehen, ihre Bedeutung verloren haben, lange bevor das passierte. Du existierst einfach, glücklich, für immer. Good ending, you did it! You saved everyone! Danke fürs Spielen, das Ausdruck unserer Dankbarkeit in dieses Track. Schön
This is connection, maybe this is